So, wir sind jetzt in Amman angekommen, der Hauptstadt Jordaniens und eigentlich auch dort, wo der Großteil der Bevölkerung wohnt, unter anderem auch diese kleine Pizza. Und jetzt schauen wir uns die Zitadelle an, von der ich leider überhaupt nichts weiß. Und da vorne stehen Sachen und wir schauen uns das eben an. Das ist einfach ein altes Bauwerk, alte Burg. Und lass uns mal überraschen, was hier alles so bringt. Wir sind noch kurz vor Schließung noch da, nachmittags, aber es ist immer noch 30 Grad am 17 Uhr. Hoffentlich knallt es uns nicht weg, aber gucken wir mal. Aber du hast doch gerade hier nachgeforscht, also erzähl. Ich habe jetzt gerade nachgeforscht, ja. Also das Ganze ist alt, sehr alt und wurde schon von verschiedensten alten Zivilisationen verwendet. Und die ersten Spuren gab es 5000 vor Christus, aber als Bau war es wohl erst so um 2000 vor Christus, also eigentlich auch um die Zeit der alten Ägypter und der Pyramiden. Und dann wurde diese Festung immer wieder verwendet von anderen Zivilisationen, die vorbeikamen. Unter anderem die Römer, die Byzantiner, die Nabatäer, die auch Petra gebaut haben, die Assyrer, die... Moment, ich weiß das, mir fällt es gleich ein. Die Ptolemäer, das neo-assyrische Imperium, die Neo-Babylonier, ja. Also so alles, was halt an alten Zivilisationen gibt, die waren schon mal hier und haben gesagt, ja, das ist ja toll hier. Oder halt auch genutzt haben, natürlich auch als zur Verteidigung oder überhaupt als Stadtzentrum beziehungsweise. Ja. Die haben sich alle gedacht, hier, ja, geiler Ort hier. Können wir was bauen. Ja. Und da unten sieht man noch ein Amphitheater, das ist auch das Amphitheater von Amman. Moment, das kann man gleich sehen, genau da unten. Das kann man auch besuchen. Und von hier oben hat man auch eine wunderschöne Aussicht auf Amman, auf die Innenstadt. Und ich denke, wir gehen da mal hoch, dann haben wir auch eine Aussicht auf die andere Seite von Amman. Genau, weil das hier müsste jetzt die Ostseite sein. Genau, da müsste es Süden sein. Und dann schauen wir mal von da oben. Genau, und so 100 im Regenschirm hindurch sieht man, ich glaube, das sind vom Römischen Reich noch Ruinen. Ja, da gibt es auch Überreste, ja. Weil jeder mal was hingebaut. Jeder hat hier mal irgendwas hingebaut und von allem gibt es so ein bisschen Überreste, ja. Ja, das ist ja eigentlich totales Quererlei. Ja, hier war jeder mal. Ein Häusermeer. Ach, das ist ja 1000 von... Alter! Okay. Ach so, bist du schon drauf? Ja. Ja, also abgesehen von der Zitadelle ist Amman genauso alt, vielleicht sogar älter. Es gibt Spuren bis zum 8. Jahrtausend vor Christus. Also ist dieser Ort hier 10.000 Jahre alt? Ja, sozusagen. Also es finden sich wahrscheinlich nur wenige ältere Orte auf der Welt. Vielleicht Damaskus. Aleppo. Aleppo, ja. So oder so ist Amman ja wirklich das Zentrum von Jordanien, auch wegen den 4 Millionen Einwohnern hier. 4 Millionen? 4 okay. Millionen. Vorhin haben wir noch rumgerätselt, wie viele es sind. Auf jeden Fall sind es 2 Drittel. Waren's, ja. Oder? 2 Drittel der Einwohner Jordaniens wohnen hier in Amman. So, ja, dann gehen wir mal da hoch, oder? Aber ich glaube, wir müssen außen rum. Ja. Weil da links ist, glaube ich, Sackgasse. Nee, danke du. Ich habe einen Rucksack, weißt du? Ah, so, ja, gut. Da ist der gut.
So, wir laufen jetzt gerade auf die andere Seite der Zitadelle, um auch die andere Seite der Stadt anzuschauen. Und man kommt hier an lauter interessanten Sachen vorbei, wie zum Beispiel hier. Diese Höhle hier ist eine uralte Höhle, so circa 4000 Jahre alt. Und keine Ahnung, da ist... Ah, das war ein Burials Inside. Nee, da sind Leute begraben drin, wenn ich das richtig verstehe. So. Und ich denke, wir werden auch einen ziemlich schönen Sonnenuntergang hier haben. Komischer Baustil, diese weißen Häuser. Also so irgendwie nicht so richtig hübsch, aber doch markant und wahrscheinlich funktionell vor allen Dingen, auch wegen der Hitze. Die weißen Häuser, ja, wahrscheinlich. Weil es alles so Betonklötze sind, was aber wahrscheinlich in der Hitze Sinn macht. Irgendwie. Ja, ist halt alles ohne, also quasi alles Flachdach. Ja, weil viel Regen wird hier nicht geben. Ja, viel Regen, kein Regen und kein Schnee, da brauchst du kein schräges Dach. Macht keinen Sinn. Gesundheit. Ja, also schon nette Aussicht. Kann man lassen. Ich finde es immer noch so krass, dass man, wenn man daran denkt, dass hier vor 10.000 Jahren schon ein Ort war. Also das ist ja quasi doppelt so alt wie die Pyramiden. Ja, wobei man dazu sagen muss, man weiß, was für ein Ort ist. Es ist einfach nur eine Ansiedlung und teilweise einfach nur in der Höhle waren ein paar Leute, aber quasi Spuren, dass es hier schon Menschen gegeben hat. Genau, also Spuren, dass hier schon immer Menschen gelebt haben an diesem Ort hier. Also hier haben aber auch keine Pyramiden gebaut oder so. Nee. Ah, hier ist, glaube ich, so ein bisschen die modernere Stadt da mit den Hochhäusern. Wahrscheinlich Downtown oder sowas in der Art. Sind die nicht 10.000 Jahre alt? Ich glaube, die sind nicht 10.000 Jahre alt. Nee, weil der Teil hier sieht auf jeden Fall ein bisschen älter aus. Ja, stimmt, ja. Also auch von den Gebäuden her. Und wenn man sich darüber dreht, das sieht alles so ein bisschen moderner aus. Also vor allem weiter hinten. Ja. So, wir sind hier gerade ein bisschen am Rumkraxeln, um auf die andere Seite zu kommen. Wir hätten halt auch einfach den Weg nehmen können, aber nein. Wir wollen es ja kompliziert. Ja, stimmt. Das wäre sehr langweilig. Ja, sonst wäre es sehr langweilig, genau. Das da hinten ist ein Palast, wer hier genau. Und was müssen wir uns noch genauer anschauen? Da würde ich sagen, gehen wir einfach vor und schauen mal, was es ist. Die Stadt Amman, also die Hauptstadt von Jordanien, setzt sich aus einer Vielzahl aus verschiedenen Kulturen zusammen. Auch deswegen, weil viele Leute hierher geflüchtet sind aus den Nachbarländern. Denn Jordanien ist ja eigentlich in einem doch oft als Krisengebiet bezeichneten Areal. Wir haben einerseits Westjordanland auf der einen Seite mit den Palästinensern, die auch vor allen Dingen in den 60ern hierher geflohen sind. Wir haben auf der anderen Seite Irak, wo die Irakis auch in den 90ern und 2000ern hierher geflüchtet sind. Wir haben viele Arbeiter aus Ägypten hier und auch natürlich zuletzt viele Leute aus Syrien, die natürlich auch hierher gekommen sind, um hier weiterzuleben. Und deshalb ist auch diese Stadt irrsinnig schnell gewachsen. 1940 waren das noch 20.000 Leute, 1950 waren es 100.000 Leute, jetzt sind es 4 Millionen. Und deshalb ist auch die Stadt die ist auch beliebt, grundsätzlich auch bei ausländischen Firmen, einfach als Nahostzentrum, als Wirtschaftszentrum, als Außenfiliale sozusagen. Also neben Dubai oder Doha kommen viele Firmen auch tatsächlich hierher, auch weil einfach Jordanien recht offen ist dahingehend. Wir laufen jetzt mal kurz zum Schild, um uns anzuschauen, was das hier genau ist. Also auf Google Maps steht Palast
Aber ich hoffe, dass da auf dem Schild genauere Info steht. So, dann schauen wir mal hier. Ein bisschen belagert gerade. Auf jeden Fall hier mit Thronkammer, Rezeption, Residential Units, wo man gewohnt hat, ein Bad, eine Moschee. Also es war ein Riesenkomplex hier. Ja, genau. Wir sind von hier gekommen. Genau. Ach, Weil da okay, oben ist die Ex-Moschee. okay, verstehe. Gut, dann schauen wir mal. Ist doch ein ziemlich großes Areal hier, hätte ich gar nicht gedacht. Ja, krass. Oh, das ist mal ein Torbogen. Das ist quasi der Torbogen, der dann zum Palast führte, oder? Habe ich das richtig verstanden? Also der Eingang zum Palastgelände. Aber das Dach ist definitiv rekonstruiert. Das Dach ist rekonstruiert, ja. Nein. Das hat sicher nicht so lange gehalten. Ist noch die Frage, was hier rekonstruiert ist oder neu aufgebaut worden ist, weil der Rest ist ja quasi nur noch Ruine und wirklich nur noch ein paar Reste von den Mauern. Ja. So, und überall sieht man hier so Reste von Straßen und da hinten waren Wohnungen, Räume. Hier waren auch Wände, Wohnungen, Gebäude. Das ist halt alles nur noch Ruine. Und was ich auch interessant finde, die Flagge da drüben. Wie hoch ist die? 120 Meter ist der Flaggenmast und die Flagge ist 60 mal 30 Meter. Ah, okay, 60 mal 30 Meter Flagge da hinten. 60 mal 30 Meter, die Flagge. Alter Schwede. Was, und der Pfosten ist 120 Meter hoch? Okay, das nenne ich mal eine Flagge. In Saudi-Arabien, in Jeddah, haben wir auch so eine riesige Flagge gesehen. Da weiß ich jetzt aber die Maße nicht mehr. Ich glaube aber, das war die größte der Welt. Also der größte Flaggenmast der Welt steht zurzeit in Kairo mit über 200 Meter. Und das hier, was wir jetzt sehen, der Flaggenmast in Amman, das ist der 11. höchste der Welt mit 126 Metern. Was wir aber schon gesehen haben, ist der dritthöchste Flaggenmast der Welt, der steht in Jeddah in Saudi-Arabien. Der zweithöchste übrigens steht in St. Petersburg. Ja, danke schön. Ich trete jeden Freitagabend auf. Bitte schalten Sie ein. Gut. Es wird sehr lustig. Ich mache auch Witze. So, wir sitzen jetzt hier und warten auf den Sonnenuntergang und schauen diesen Vögeln im Kreis fliegen zu. Die fliegen immer wieder im Kreis hier. Ohne Ende. Ja, das stimmt. Die Fotos werden schön. Aber es ist trotzdem lustig, wie die immer wieder hier im Kreis rumfliegen. Ja, noch ein paar Minuten, dann geht die Sonne unter. Dann zum Essen? Ja, und dann zum Essen, natürlich. Aber man kann sich ja mal wünschen. Ja, man kann sich ein Prosecco ja wünschen, ja.